Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, in Zukunft ist hier auf YouTube sind meine Videos Podcast. So wie ich auch auf Spotify, auf Google, i auf Apple und so weiter Podcast zu finden bin, also mit meinen Dingen, die in die Welt wollen. Ja, eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Mein Name ist Anastasia. Anastasia ist mein multidimensionaler Anteil, aus dem ich in meinen Videos spreche und in meinen Audios spreche. Und Katharina Käsbach ist meine Rolle, die ich hier gerade als Inkarnation lebe. Es gibt überall meine Geschichte zu finden, wie sich das entwickelt hat. Was hat die atlantische Zeit mit der heutigen Zeit zu tun? Was passierte damals in der Atlantis und was passiert im Moment heute? Es sind viele Menschen inkarniert, die damals in Atlantis beim Uruntergang dabei waren, beteiligt waren, damit zu tun hatten, die Traumata seither in vielen Inkarnationen gelebt haben und die heute inkarniert sind und da sind, um sich zurück zu erinnern, auf was es eigentlich ankommt, wodurch Atlantis nicht untergegangen wäre, worauf es heute ankommt, dass wir an das wieder anknüpfen können, was damals schiefgelaufen ist. Du fühlst es tief in deinem Inneren resonieren, wenn du damit zu tun hast. Du spürst es, du erinnerst dich irgendwo und weißt einfach irgendwo, dass das so war. Atlantis war eine Hochkultur, in der die Herzenskräfte gelebt wurden, in der, wie wir so gesagt, du kannst sagen, in der fünften Dimension schon gelebt haben, hier auf der Erde. Und wo ganz viele Fähigkeiten da war. Selbstverständlich war Telepathie, Teleportation, also von einem Ort zum anderen ohne Mittel unterwegs zu sein. Es waren unglaubliche Fluggeräte und Techniken schon in Verwendung auf der Erde in viel höherem Ausmaße, als was wir jetzt kennen. Es waren wahnsinnige Heilmethoden damals schon entwickelt. Es wurde auch zum Beispiel sehr viel mit Kristallen gemacht. Und man war in der Lage, die Samenkräfte sozusagen quasi für ganz viele technische Dinge zu verwenden. Und in dieser atlantischen Hochkultursituation kannst du sagen, ist der eingepflanzt worden, ist der aktiviert worden, ist der hineingekommen durch die Anunnakis, das, was ich mit Verstand und Verstandeskräften nenne, wo sozusagen quasi aus dieser Natürlichkeit und Angebundenheit sich etwas wie Ego entwickelt hat. Also ich hier spiele eine bestimmte Rolle und kann so und so handeln. Eine Ich-Bezogenheit aus der Wir- und Gemeinsamkeit und Einheitsbewusstsein, was den Untergang von Atlantis bewirkt hat, wo Manipulationen dann stattgefunden haben mit den DNAs wie heute und wo Kräfte hineingewirkt haben, die sozusagen dafür gesorgt haben, wie gesagt, dass die Atlantis untergegangen ist und dass diese Verstandeskräfte und Ich-Bezogenheit, also diese Ego-Rollenbezogenheit, diese Verbundenheit mit der Rolle, dass ich mich also getrennt fühle vom Ganzen und als Einzelperson, also hohe Positionen beziehen kann und lauter solche Geschichten, ja, aus dieser Einheit heraus in diese Ver Verindividualisierung, aber auch in die Separierung herein, was dann das sogenannte Kali-Yuga-Zeitalter angesetzt hat.
Es ist ein Polsprung passiert, tatsächlich im Physischen auf der Erde wie im Innen, aus dem Herzen in den Verstand. Und heute stehen wir an dem Punkt, wo gemeinsam auf höherer Ebene beschlossen wurde mit der Erde, aus diesem herauszutreten, was wir nennen Wassermann-Zeitalter, aus dem Kali Yuga zurück in eine neue Dimension, die fünfte Dimension auf einer neuen Ebene, die wieder anknüpft an das aus der Atlantis. Und viele Menschen kommen mit diesem Impuls, das zu unterstützen, dass die Herzenskräfte, die in die Verbindung und die in die Verbindung von unserem Anteil in uns, der weder geboren noch sterben kann, der immer gleich bleibt, ganz tief unten drunter. Und erkennen die Matrix der Separierung des Verstandes, in der ausschließlich Schwierigkeiten, Dualität, Gegeneinander, Nicht-Verstehen, Kriege, Auseinandersetzungen und all diese ganzen Dinge überhaupt nur stattfinden können. Es ist wie ein Illusionsfeld, was durch den Verstand seit Atlantis über die Erde herum gelegt ist, wo wir denken aus unserem Verstand und damit mit einem bestimmten Bewusstsein, wir wären diese Rolle, die wir spielen, die Ereignisse, die wir durchleben, Körper, all die ganzen Dinge, du kennst sie, ich habe sie schon so viele Male auch aufgezählt, und damit in einem Illusionsfeld, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, gefangen sind. Und da hier auf der Erde durch die Schwingung die Dinge sich manifestieren, die wir denken und die wir fühlen und die wir in uns tragen und als Geschichten in uns erschaffen, in einem phasenverschobenen Spiegel sichtbar werden, erschaffen wir diese Realität auf der Erde, die wir gerade wahrnehmen. Und jetzt geht es darum, dass all die Menschen, die in ihrem Inneren sich an Atlantis erinnern, zurück in ihre Kraft kommen. Und das, was schiefgelaufen ist, damals, jetzt in sich heilen und entlassen und in ihre Anbindung gehen, über das Herz, an das multidimensionale Wesen, an die Einheit und aus dem Service to Self, to Service to Others, was wir selber sind, aus dem Ego-Bewusstsein, aus der Abtrennung, aus dem Bewusstsein, getrennt zu sein, der Doofe dort und nein und die Kriege und Angst und all diese ganzen Geschichten, diese Frequenz in sich zu erkennen, hinter sie zu treten, sich mehr und mehr davon zu lösen, auch von der eigenen Rolle und den eigenen Erfahrungen, den eigenen Schwierigkeiten, die man durchlebt hat, diese zu verzeihen und sich zu erinnern, wir sind nichts von diesen Dingen. Wir sind göttliche, verbundene Wesen, mit allem verbunden. Verbundenheit, Einheit, Liebe, Licht, Wissen ist unsere tatsächliche Natur. Und zu erkennen, dass Scheinkrankheiten, scheinangstmachende Dinge, Kriege und all diese Geschichten ausschließlich Futter für den Verstand ist. Und wenn wir das erkennen und aus dieser Matrix aussteigen und in uns das erschaffen,
das fokussieren, was wir wissen, was wir sehen wollen, was wir in uns tragen, nämlich dieses Einheitsbewusstsein, dieses verbundene Bewusstsein, in sich selber den Schritt raus aus dieser Lügenmatrix, aus dieser Verstandesmatrix, rein in das, was wir wirklich sind, zu gehen. Das ist die Aufgabe. Und da, wo wir selber in uns diesen Weg gehen und in uns hineintreten, in unsere Verbundenheit gehen, in uns den Krieg heilen, in uns die Auseinandersetzung heilen. Wie viele Menschen in deinem Umfeld kannst du noch nicht vollkommen lieben und annehmen, so wie sie sind? Wo lebst du da überall noch in der Separierung, denkst, ne, der ist so doof, den kann ich ganz sicherlich annehmen. Es sind Anteile in dir, die sich im Außen, im anderen spiegeln, die aufgenommen werden wollen in dir, die angenommen werden wollen in dir. Das sind Erfahrungen, die du in irgendeiner Inkarnation oder in dieser Inkarnation gemacht hast, die sich hier spiegeln, die nicht entlassen sind, die noch Schmerz verursachen in dir. Deswegen kann eine Außensituation dir nur Schmerz verursachen. Wenn du Angst vor Krieg hast, bedeutet es, dass in dir die Erfahrungen damit und die Schmerzen in dir noch nicht entlassen sind. Tiefer rücken und tief verstehen, dass das alles Illusion des Verstandes ist. Und es findet hier im Verstand statt, der sich auch bis ins physische hinein manipuliert und manifestiert. Und du selber aber die Energie bist, die niemals geboren werden kann und die niemals sterben kann und die sich auch nicht entwickelt, die ist schon vollkommen. Bist. Das ist, worauf es ankommt. Was das ganze Feld, was mit Atlantis gestartet hat, in der Lage ist, herauszuwerfen, von der Erde wieder zu befreien und so miteinander Liebe, das Paradies auf Erden, wiedergelebt werden kann hier auf der Erde oder neu gelebt werden kann. Die neue Zeit, die neue Erde. Es ist nur möglich, wenn du den Weg in dir gehst und in dir aufräumst und in dir den Shift aus der Matrix der Illusion in das tatsächliche große verbundene Wesen in dir zu gehen. Es ist nur einer inkarniert. Es ist dein Bild, was du wahrnimmst. Dein Bewusstsein spiegelt sich. Daher muss jeder diesen Weg in sich selbst gehen und in sich transformieren und in sich jegliche negative Energie, jegliche Angstenergie, kleinmachende Energie und Separierungsenergie entlassen und in sich den Schlüssel, die Verbundenheit zu allem, was ist, finden. Es ist alles da. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du das tust. Ich freue mich über deinen Daumen hoch und ich freue mich unglaublich über deine Kommentare hier unter diesem Video zu dem, was ich hier gesagt habe. Es ist ein sehr wertvoller Inhalt. Höre es mehrfach an. Du wirst jedes Mal neue Dinge hören. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Kanal weiterempfehlst und dieses Video an alle Menschen weiterreichst, wo du weißt, das ist etwas, was sie jetzt brauchen. Dafür bin ich da und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn wir miteinander verbunden sind, hier oder über meine Podcasts, sonst irgendwo, weil wir sind wirklich
miteinander verbunden. Wunderschön, dass du bis hierher gehört hast und ich danke dir von ganzem Herzen, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Hm? Tschüss.